Ja, nachdem wir Steffi und Micha gestern für einen kleinen Segeltrip mitgenommen hatten, oder eigentlich waren wir Motoren, weil wir Wasser gemacht haben, und die beiden eigentlich heute wieder von den San Blas abgereist wären, ja, irgendwie hat die Chemie gestimmt und wir haben spontan beschlossen, die beiden einfach nochmal einzuladen, noch ein paar Tage bei uns zu bleiben. Und wir haben jetzt 8 Uhr morgens und der Mario ist gerade schon rübergefahren und holt die beiden ab, während ich mir gerade erstmal noch einen Kaffee machen muss, um wach zu werden. Ja, ich bin mal gespannt, die werden so 2 bis 4 Tage bleiben, wir wissen noch nicht so genau, aber ich glaube, es kann richtig cool werden. Paparazzi was für eine Begrüßung. Meinst du jetzt wegen der Kamera, wer hatte dabei ich Bikini mit? Beide. Oder als auch. Oh, das kann ich nicht sagen. Wir haben ein bisschen Kaltgetränke mitgebracht. Ach, cool. Vom Festland. Made in... Gefrühstoppenmäßig. Geil! Das ist ja gut, dass ich mir gerade erstmal Kaffee gemacht habe. Ja. Na, das ist außergewöhnlich köstliches Frühstück. Echt. Komm, du hast schon wieder Eier und Pfannkuchen gehabt. Pfannkuchen nicht, das waren so... Eier und süße Brötchen. Ja, Frühstück, also Brötchen sind das nicht. Das ist irgendwie so ein Haufen Teig, der einfach frittiert ist. Frittiert? Ja, ganz gut. Was ganz Besonderes heute. Spezial. Ja, jetzt habt ihr ja auch wieder Toiletten, ne? Richtige, also. Mit Neptunskuss. Genau. Ist ja geil. Wer hat die geklappt? Also du kannst auch einfach ins Wasser springen und mal eben dein Geschäft erledigen. Ja, Flughosen. Das ist kein Problem. Da kommen auch Fische, weißt du? Wenn man Hunger hat. Aber heute könnten wir, wir machen mal ein Feuerchen. Heute könnten wir bessere Sicht beim Schnorcheln haben, weil die Sonne scheint. Ja. Können wir vielleicht mal die Rochen sehen wieder. Ja, ja. Schön. Hier sind wir lang gekommen, ne? Ja. Okay. Versuchen wir es nochmal. Nicht, dass ich glaube, dass wir Glück haben. Ja. Ja, wie gesagt, das ist morgens und abends, aber. Ich glaube, das wird nichts. Hier will auch keiner verkaufen. Komm, gehen wir wieder zu dem Supermarkt da vorne, holen wir ein bisschen Gemüse und gut ist. Ey, das war nicht der Deal. Deinem 30 Kilo. Steht das aber ganz schön hier. Okay. Ja, was die Eier drin ist. Hier kommen die Eier. 4 Eier sind ja schon an Bord. Ich habe nochmal 24. So, was hast du denn eigentlich verbrochen, dass du jetzt hier Frühstück machen musst? So, welcome to the kitchen of Funky Fresh. My name is Funky and I'm fresh. And I'm doing that because I lost a bet yesterday. And the bet... Oh no, it was not a bet. I lost a game. And the bet Einsatz was like
cooking today. Cooking the breakfast. And breakfast without sunglasses is not possible because the sun is shining all day. So, You enjoy cooking? I love cooking. Ja, also heute haben wir hier einen, heute ist gerade Kochen für Anfänger. Also wie man es nicht machen sollte, sieht man jetzt hier. Ich stehe natürlich jetzt auch wirklich unter Druck. Total. Ich bin jetzt auch mega nervös. Ja. Also wie man es nicht machen sollte, ist so. Auf jeden Fall gibt es heute ein Omelette for the crew. Für 4 Die Personen. gestern so gut performt haben, die so viele Punkte erreicht haben und ich einfach nur kläglich zugeschaut habe. Genau. Ich hoffe, es wird allen schmecken. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Fall sein wird, aber we will see. Wichtig ist jetzt nur gerade, dass ich mich nicht schneide. Die Position vom Erste-Hilfe-Kit habe ich dir genannt oder noch nicht? Das ist nur die Löschdecke Das ist die für Löschdecke. Fettbrände, falls du den Herd in Flammen setzen solltest. Okay. Kann ich aber auch sonst nehmen für einen großflächigen Fingerschnitt, oder? Ja, nee. Nur wenn er brennt. Okay. Dann hast du mir das noch nicht gezeigt. Oh. Das ist sehr verantwortungslos. Ja, ich fürchte fast. Das hole ich dann gleich nach in der Aufnahmepause. Jawohl. In der Werbepause hole ich das. In der Werbepause. Schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt. Wir hoffen, dass das Essen schmeckt. Aber im Augenblick sieht das noch sehr unfallfrei aus, was du da machst. Also, es gibt Zwiebeln, Zwiebeln, Eier und Tomaten. Und das Ganze zusammen gemixt in einem Omelettos. Perfetto. Okay. Wir werden zwischendurch Viel wieder Ton. zurückschalten, um den Fortschritt hier zu dokumentieren. Jetzt geht's weiter mit der Tomate. Servus! Today we are in the kitchen of Fernanda. Fernanda Fernandez. Today we have tomatoes. Tomatoes from Panama. They're really full of freshness. Look at this. Look at this. This is so beautiful. You can only get this in Panama. Wahrscheinlich sind die aus Holland importiert, wie die Zwiebeln auch. Stop saying this. Süß. das Ja, geht ich habe jetzt schon 45 fertig. Von 100. Trotzdem ein Set von 15, das ist ja auch ein bisschen lame, Ich habe oder? ja auch gerade 30 hintereinander gemacht, da ging jetzt gerade nicht mehr. Also jeder Trainer wird dir sagen, du sollst immer Sets von 3 machen. Ja, und jeder Trainer sagt, dass du wieder der Einzige bist, der keinen Sport machen muss, weil du bei der Runde nicht mitgespielt hast. Gar nicht wahr. Bei der hast du nicht mitgespielt, bei der ersten Runde, um die es ging. Bei der ersten, bei der zweiten aber schon und bei der dritten auch. Nur Bei der vierten ersten aber nicht. Da haben wir alleine gespielt. Und bei der 5., als es um nichts mehr ging, hast du gnadenlos verloren. Man muss einfach wissen, wann Mit- man es sich erlauben kann. Wie viel war es? 6.000 Punkten im Rückstand? Ja. 6.000, du Loser. Loser! Aber wir müssen heute noch ein Sportset machen. Wir haben ja leider auch verloren. Jetzt läuft es, ne? 5 Sekunden halten. Oh, gut aus. Wird sogar angerichtet hier. Ja, ich brauche nur eine gute. Can we cut this? No, it's for holding. Ich hab das halt nicht wirklich. Weil du sonst halt keinen festen Untergrund hast. Aber das Ei muss jetzt einmal runter, weil sonst brennt es hier von der anderen Seite. Das Ding wird ganz schön heiß so. Ja. Super. Hast dir ein bisschen Hilfe geholt? Der Joker.
finde, du hast bis jetzt schon wieder tapfer geschlagen. Mhm. Man sieht das erste Ergebnis. Das ist der Omelette. Omelette à la Fernanda. Fernandes. Ach so. Ist so heiß oder geht es? Ist auch die unterste. Oh, das geht aber schnell durch. Es ist angerichtet. Es ist angerichtet. Also so verliere ich oder so spiele ich gerne. Ja, so Gäste haben wir auch vor allen Dingen gerne, ne? Voll geil. Das hören wir sehr gern. Erst recht. Vielen Dank Das dafür. tun wir auch sehr gern. Sieht auch echt lecker aus. Guten Appetit. Bon provecho. Jetzt fangen wir an zu essen. Meinst du, ich muss den Vorkoster machen? Ja, Mann. Dass er was kann. Wenn du es runterlegst, dann schmeckt es echt wie Brot. Dann wird so weich. Also ich würde sagen, die dürfte öfters kommen. Die Köche selber auch zufrieden? Sehr. Optisch nicht, aber ja. Geschmacklich ja. Nur weil dein Omelette ein bisschen komisch aussieht, meinst du? Das ist die französische Das ist ein Art. Verschwommelett ist das. Omelette. Geil. Sehr köstlich. Das Schöne ist aber, dass hier Wasser drunter reinkommt. Ich muss dann manchmal nur mich da hinstellen, dann kommt das Wasser rein. Vorne kommt Wasser rein oder hinten? Da. Ach, da auch? Ich meine, vorne kommt offen rein. Aber das ist eigentlich ganz schön, weil du immer so halb im Wasser liegst. Das ist richtig angenehm. Was ist mit dem René? Ich glaube, der Kleber geht vorne wieder ab. Zum wievielten Mal? 20. Mal. Schön, oder? Also mindestens, also realistisch tatsächlich 10 Mal, glaube ich. Wir hätten in Florida direkt ein neues kaufen sollen. Aber du wolltest ja nicht. Du wolltest mal wieder nicht auf mich hören. Ja. Wir sind ja bald wieder in Florida. Vielleicht. Komm, die letzten Wettschulden einlösen. Zehn muss ich noch. Ich habe gerade schon 20 gemacht. Nicht, dass ich nur 10 schaffe. Also insgesamt haben wir ja 100, ne? Wir halten Zocker. 90 hat er. 7. Ja, ein bisschen höher. 9. 10. Ist das gerade noch nebenbei ein Kind, oder? 22. Dauert noch ein bisschen. 68 hast du. Schluck den Schmerz runter. 25. Oh, jetzt gibt's Angst. Nee, 25. oh, und kaputt. Hast du fein gemacht. Cause I have the time of my life. So I never felt like this before. Cause that's where get it through. And only up to you. Das ist so, wenn man Taxi singen kann. Kennst du das, wenn du als Kind Songs singst und weißt immer nicht, wie man das richtig ausspricht? Also denkst du mal irgendwas auf Englisch, was aber überhaupt keinen Sinn macht. Wenn du das Person als älteres Person wieder hörst, denkst du den Song immer noch falsch, wo du denkst so, what the fuck sing ich denn da? Keine only up to you. Das ist doch mit hier. Alle lieben Mirko. Wie geht das nochmal richtig? Diese Agathe Bauer-Songs. Mann. Agathe Bauer. I believe in miracles. Das ist ein englisches Lied, ne? Und ich habe mein Leben lang verstanden, alle lieben Mirko. Und dann geht's auf Englisch weiter. Und irgendwann habe ich dann mal gefragt, sag mal, warum sagt ihr eigentlich immer, alle lieben Mirko und der Rest des Liedes ist auf Englisch? I took a pill and repeat. I took a pill and repeat. I took a pill in Ibiza.
Kennst du das Lied? I took a pill in the beach. I took a pill in the beach. Ich habe eine Pille genommen und der musste pinkeln. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich geh mal. Nichts ergibt Sinn. Nichts macht Sinn. Dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, Atemnot durch Panama. That's the worst song ever.